Ja, ich bin der Hannes, ich bin der Sohn von Naturhotel Rainer. Aufgewachsen bin ich eigentlich am Hof und auf der Alm bei meinem Opa und dort habe ich schon viel von der Natur gelernt. Das war mir sehr wichtig, wenn ich klein war. Und später bin ich dann ein bisschen zum Kochen gegangen und jetzt bin ich wieder hier im schönen Jauvental. Dort haben wir gelernt, mit den Tieren umzugehen, mit den Kräutern und das Affine für die Natur zu lernen. Auch immer in der Früh aufstehen, Arbeit, abends wieder schlafen gehen, wenn die Sonne untergeht. Das war schon wichtig für mich als Junge zu lernen, auch, man muss auch was arbeiten, was tun, damit man sowas kann dann verwirklichen im Leben, glaube ich. Mit Naturhotel, es ist immer wichtig, dass man das Hotel mit Naturmaterialien erbaut. Ich habe das Hotel ja übernommen von meinen Eltern und ich habe angefangen, es umzubauen. Und dort habe ich halt geschaut, viel mit Stein, Holz und Glas, um mit natürlichen Produkten zu arbeiten. Auch das Dach haben wir jetzt neu gemacht, 2018, da haben wir alles Zellulose reingemacht. Das ist ja Holz, das kann man wieder rausnehmen, wieder reinnehmen, ist nachhaltig. Alles Holzfaserplatten und alles mit Lärchen und Zirbenholz gemacht. Das Zirbenholz haben wir von uns von der Alm geholt auch. Es war eine riesen Arbeit für uns, aber es war sehr schön, das zu machen, was eigentlich die Leute früher gemacht haben. Und das sind so Geschichten, dass auch 0 Kilometer ist, dass es auch geht, hier vom Tal was zu nehmen. Und das haben wir geschaut, eben bei dem neuen Umbau zu machen. Ja, und so haben wir uns immer weiterentwickelt und ich habe schon 2006 ein Fernheitswerk hier im Tal gemacht. Ich habe eben schon uns das Hotel angehängt, schon mit Hackschnitzel versorgt und auch die Gemeinde und ein paar andere Häuser. Und das erweitern wir jetzt vielleicht noch. Das ist mir wichtig, dass ich dort schon unser Holz gekönnt abnehmen und das Holz auch den Leuten abkaufen kann und dass wir dort in die Zukunft auch gesichert sind mit Energie. Und dann haben wir noch im Tal so 3 Wasserkraftwerke, das ist eine Genossenschaft, von denen beziehen wir unseren Strom. Plus im Winter kann ich noch das BRKW dazuschalten aus Biomasse und das kann ich dann kombinieren. Dann machen wir alles selber. Wir speisen auch noch ein und tun andere Leute versorgen. Das ist mir wichtig auch, dass auch andere was haben von der Natur und wir probieren es eben mit dem Kontakt zur Natur zu machen. Ja, die Zimmer, das haben wir auch geschaut, viel mit Zirben zu machen. Von unserem Holz auch teilweise, nicht alles, aber viel. Und dort haben wir auch geschaut, zum Beispiel haben wir die Duschen nicht mehr mit Fliesen gemacht. Wir haben noch Harz genommen, alles ausgeharzt, dann sind keine Fugen mehr, das ist nachhaltig, das hält lang, das ist sehr geschickt. Plus haben wir auch jetzt so neue Düsen reingemacht, das sind so Wasserstopper oder da kommt einfach Sauerstoff zum Wasser dazu. Da spart man bis zu 40% Energie, auch warmes Wasser logisch, da braucht man nicht aufheizen. Das ist eine coole Sache. Und wir haben auch bei den Klos, haben wir auf den kleinen Drücker haben wir so eine grüne Option, steht oben. Und dort können wir das drücken, dann spart man wieder Wasser. Und das kann jeder einfach mitmachen. Wir probieren die Leute mit einzubeziehen und dass jeder uns hilft, einfach CO2-neutral zu werden und das einfach hinzubiegen. Wir wollen bis 2025 das Klimaneutralitätsbündnis sind wir beigetreten. Dort wollen wir CO2 null sein oder minus. Das ist unser Ziel. Wir sind eben dabei, wir messen uns jedes Jahr, das macht das Stereo-Institut. Und wir probieren das einfach so hinzukriegen. Logisch müssen die Gäste auch mithelfen. Wir müssen auch mitmachen, logisch, und dann wird das schon klappen. Die Idee war auch von den Zimmern. Jedes Zimmer hat bei uns eine Terrasse und eine Schaukel. Und wenn man in den Urlaub fährt, man denkt sich, man ist wieder jung. Man versetzt sich wieder zurück, wie war es früher schön, wenn ich ein Kind war und geschaukelt habe und das kommt wieder in einem hoch und das ist sehr schön. Und da kommt man gleich wieder zu sich zurück und man kommt zu sich wieder. Es ist uns wichtig, dass die Leute das wieder spüren. Man kann schön hier ins Tal schauen. Das Tal ist sehr naturbelassen, mit schönen Wäldern, mit schönen Wiesen. Und wir wollen die Leute nicht hinten reinsperren, die Leute sollen einfach in die Natur schauen. Umsonst heißt es nicht das Tal der Ruhe. Das Jauvental ist das Tal der Ruhe. Und das wollen wir ihnen auch mitgeben einfach. Ich mache das mittlerweile nicht mehr alleine alles. Bei uns ist ja ein Hof eigentlich dabei gewesen, was jetzt meine Schwester betreibt. Und wir haben eben auch eine Alm, wo im Sommer die ganzen Tiere hochkommen. Und mittlerweile sind auch Freunde dazugekommen, die was Äcker haben, die was eben Getreide produzieren und Gemüse. Und die leben auch das gleiche System, wie ich mache. Und von dem kriege ich auch viele Produkte. Und das freut mich sehr, dass auch junge Leute wieder dazugekommen sind. Und so habe ich es auch einfach leichter. Und die ganzen Produkte dann in der Küche zu verwenden, ist einfach das Schönste, was es gibt. Die frischen Produkte und die Qualität von dem Produkt. Da braucht man nicht mehr viel tun, da brauchst du nur mal Salz und ein bisschen Öl und passt. Dann läuft es richtig gut, dann ist der Geschmack einfach schon da. Wellness ist so, wir haben kein Riesen-Wellness, das wollen wir auch nicht haben, weil wir wollen nicht so viel Wasser. Das wäre gegen unser Konzept. Das Wasser, weil es ist ein Wasserverbrauch, ein Hitze- und ein Stromverbrauch. Das wollen wir nicht so groß machen. Und deswegen wollen wir das eben viel in der Natur machen. Und wir haben eben eine Außensauna und dort haben wir auch eine kleine Steg, wo wir in den Bach rein können. Das ist unser Champagnerbad. Das sind wir ganz stolz auf und das freut die Leute immer wieder. Da können sie Sommer und Winter reingehen. Und recht viel mehr braucht man nicht. Wir haben zwar ein Hallenbad auch, wir haben ein paar Saunas, aber nicht zu viel und nicht zu groß. Das neue Projekt, was wir jetzt haben, ich will die Teller selber machen, 70 Teller. Ich will die alle austauschen, natürlich alles mit natürlichem Ton machen. Ich brenne sie hier selber. Und das ist so ein Ding, weil ich sage, die Produkte, was wir produzieren, da musst du einfach am Teller essen, was wir selber produzieren.
Das ist so ein Projekt, was mir halt richtig Freude macht. Weil das zeigt dann schon die Nachhaltigkeit und die Natur und dass wir wirklich das durchziehen wollen. Und dass ich dahin einmal komme in meinem Leben, habe ich mir vor 10 Jahren nicht träumen lassen. Das muss ich auch sagen. Es war am Anfang, der Weg war sehr schwer. Jetzt sind wir auf einem guten Weg. Und das freut mich sehr, dass da die Leute auch mit aufspringen und dass sie das verstehen lernen. Und was noch ein neues Projekt ist, ist jetzt, dass wir auch anfangen, ein Kollege von uns macht Schuhe. Dann können wir das Leder, was wir haben, die ganzen tierischen Häute, können wir die einfach vorgerben und dann gebe ich das den Gerber. Und von denen können wir Schuhe draus machen oder Taschen oder kleine Accessoires für zu Hause. Und ich will einfach schauen, dass alle Produkte aufgebraucht werden. Das ist mir sehr wichtig. Und so stimmt der Kreislauf der Natur und so müssen wir weiterleben. Ich bin eigentlich langsam gewachsen hier, nicht? Und ich habe mir auch Zeit gelassen. Das ist auch wichtig gewesen, dass ich selber gekonnt habe verwirklichen hier. Und ich bin auf dem Weg jetzt und ich probiere auch logisch andere zu befruchten mit dem. Und wir probieren auch mit anderen Hotels und anderen Freunden das auch ein bisschen weiterzuziehen, weil wenn es bei uns klappt, dann kann es bei anderen auch klappen. Und weniger ist mehr, das ist so. Deswegen können wir auch ein bisschen in der Küche oft mal reduzieren. Man muss nicht jeden Tag das große Buffet machen, man kann auch schöne Teller machen, kleinere Teller, eine kleine Auswahl. Und dann kann man genau das machen, was die Leute auch schmeckt und dass sie nicht zu viel wegschmeißen müssen. Ich glaube, wir können da viel machen und man weiß, jeder hat da gute Ideen und zusammen ist man stärker. Ich glaube, das ist die Zukunft. Eine Sache ist mir noch sehr wichtig und meiner Familie auch. Wir leben im Kreislauf der Natur. Das heißt, wir probieren immer mehr in der Natur zu lassen, was wir nehmen. Damit kann sich die Natur immer vervielfältigen. Und so leben wir und so wollen wir auch mit unseren Gästen das machen. Das heißt, das Hotel ist so groß, wie unsere Natur ist, deswegen wir nicht mehr viel wachsen können. Und das heißt, wenn wir was vom Garten holen, da kommt nur das rein, was unsere Kühe oder unsere Schafe oder Ziegen oder was dort Dünger kommt. Und die fressen wieder das, was auf der Wiese oder was am Acker ist. Das ist wichtig, dass man nicht muss irgendwas dazu kaufen muss. Das ist auch bei den Fischen so, beim Gemüseacker, beim Getreide. Und das ist alles der Kreislauf der Natur. Wir sind Klimahost, weil wir, glaube ich, in einer intakten Natur leben. Wir leben in einem super Tal, das ist das Tal der Ruhr. Und wir können dort was Richtiges verwirklichen. Und wenn man da die Ressourcen nutzt und die nicht verbraucht und das sinnvoll macht, dann haben alle was davon, auch in Zukunft unsere Kinder, unsere Familien. Und das soll das Ziel sein. Und für das leben wir, das wollen wir weiterhin so erfolgen. Und das ist eigentlich das, was uns immer vorantreibt. Jeden Tag, wenn man aufsteht, und so macht das Arbeiten hier richtig Freude.